Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein klassisches Balkanrezept für euch und zwar was Vegetarisches und richtig Schnelles und Einfaches. An Zutaten braucht ihr frischen Spinat, Hüttenkäse, eine Mischung aus Maismehl, Weizenmehl und Backpulver, Eier, Salz und Pfeffer, Öl und Joghurt. Und für den Guss, der übrigens optional ist, braucht ihr Sauerrahm und Sahne. Ich habe euch ja gesagt, dass es ein einfaches Rezept ist und deswegen vermischt ihr jetzt die feuchten Zutaten in einer Schüssel, in einer anderen die trockenen und vermengt diese zwei Komponenten. Das war's auch schon, bis auf den Spinat, der muss noch bearbeitet werden. Ich siebe die trockenen Zutaten ganz gerne und warum das Sinn macht, seht ihr jetzt im Sieb. Die Teigmischung steht bereit und jetzt wird der gewaschene Spinat bearbeitet. Ich verwende hier Babyspinat und lasse deswegen die Stiele dran. Wenn es ein etwas größerer, festerer Spinat ist, dann könnt ihr die etwas dickeren Enden auf jeden Fall abschneiden. Im nächsten Schritt befettet ihr eine Backform mit etwas Sonnenblumenöl oder einer anderen neutralen Ölvariante und gebt sie in den vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober-Unterhitze nur für 2 bis 3 Minuten. Ganz wichtig, stellt euch am besten einen Timer, denn eine Minute zu viel und es raucht. In die heiße Backform füllt ihr jetzt den Teig ein, streicht ihn schön glatt und gebt die Backform wiederum in den Ofen, diesmal für ungefähr 35 bis 40 Minuten. In der Zwischenzeit vermischt ihr den Sauerrahm mit der Sahne und wenn die 35 bis 40 Minuten vergangen sind, verteilt ihr den Guss über eurem Spinatauflauf, den ihr in Stücke geschnitten habt. Jetzt wandert er wiederum in den Ofen für ungefähr 5 Minuten, also bis der Guss etwas fester geworden ist. Ja, und dann könnt ihr anrichten und genießen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Vielleicht ist euch aber auch die Küchenschürze aufgefallen im Video. Das ist nämlich eine Eigenkreation von mir, made in meinem Heimatland Bosnien. Und wenn sie euch gefällt, dann könnt ihr sie euch bestellen in meinem Shop und die Infos dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.